Warum zeigen Sie mir die Anführungsstrichen? Ja gut. Ich habe damals wie viele andere an das System geglaubt. Und wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir den Krieg verlieren. Im Gegenteil, wir wollten den ja gewinnen. Und da war das, wie gesagt, schon eine Ehre, hierher zu kommen. So sehe ich das. Welche Hoffnungen, Ziele oder Wünsche hatten vielleicht Ihre Eltern, als Sie die Entscheidung letztendlich für Sie trafen, dass Sie hier auf die Schule gehen? Es war auf jeden Fall eine Auszeichnung, eine Ehre, zur Napola kommen zu dürfen. Und da wir damals, weiß nicht ich schon, auch viele andere, an dieses System geglaubt haben, war das auch für mich eine große Ehre. Ich war ja der Einzige von der großen Schule in Weinböller, der dort ausgesucht wurde. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass selbst aus der näheren und weiteren Umgebung, dass nicht viele waren, die dort das Glück, in Anführungsstrichen, hatten, hierher zu kommen. Mein Vater war nicht in der Partei und ich bezeichne sie alle beide auch im Nachhinein noch als sehr neutral. Aber ich wurde natürlich auch gefragt, ob ich das will von meinen Eltern. Aber irgendwie, dass sie das nur besonders gefördert hatten, muss ich sagen, nein. Das kam unabhängig von meinen Eltern, wurde in der Schule dort gesiebt und ausgesucht und vorgeschlagen. Also meine Eltern haben mich nicht vorgeschlagen. Das muss ich mal eindeutig sagen. Die wussten das gleich bis dahin, noch gar nicht, dass es sowas gibt. Ich entsprach dem Vorbild. Ich war blond. Ja, das war nicht unwichtig. Ich war arisch, musste man ja nachweisen. Mein Vater musste daraufhin einen riesen Stammbaum ausfertigen. Der ist leider bei einem Umzug mal weggekommen. Das ging ungefähr so bis 1650, würde ich sagen, mussten wir Familienstammbaum aufbauen und also einen Nachweis über die arische Abstammung. Und die Voraussetzungen waren gegeben und dann natürlich die schulischen Leistungen, die waren ja bei mir an und für sich ganz gut. Und auch die sportliche Tätigkeit und Benehmen. Benehmen ja, kommt auch noch dazu. Also es waren schon Voraussetzungen da, schätze ich mal ein. Es ist ja einfach der Wunsch der Eltern, dass die Kinder möglichst also ein Stück weiterkommen noch als die Eltern. Was glauben Sie denn, was vielleicht Ihre Eltern durch die Ausbildung erhofft haben für Sie? Ja, es stand ja auf jeden Fall auch als Abschluss das Abitur dahinter. Und man musste nicht unbedingt das werden und machen, was die wollten hier. Man konnte ja auch ins Zivilleben gehen. Und ich nehme an, vielleicht hatte mein Vater so im Hintergrund mal Ingenieur oder sowas, was er ja auch gewesen ist. Auf jeden Fall war ja diese Ausbildung, hatte eine ordentliche gymnasiale Ausbildung dahinter. Und dann konnte man darauf aufbauen. Ob ich dann zum Militär gegangen bin oder in die Wirtschaft, das war erstmal fraglich. Also das bin ich entscheidend dann noch. Ne? Hätten Sie gern studiert? Nein, ich nehme an, ich wäre mit Leib und Seele Soldat geworden. Ganz sicher. Also ich hätte auf jeden Fall die militärische Richtung eingeschlagen. Da bin ich mir ganz sicher.